Eine zweite Staatsbürgerschaft zu erlangen und das durch Einbürgerung. Wie läuft das eigentlich konkret ab? Wie ist hier die Timeline? Das werde ich dir einmal in diesem Video erklären. Für viele Mandanten ist die Erlangung einer zweiten Staatsbürgerschaft ein großes Ziel. Sie wollen sich hier geopolitisch absichern. Es geht um so Dinge wie eine mögliche Besteuerung der Staatsbürgerschaft, Militärdienst, aber auch die Möglichkeit, in fremden Ländern leben zu können, wie wir es ja auch in der EU kennen. Wenn du einen EU-Pass hast, kannst du in allen EU-Ländern leben. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit ausländischen Pässen. Denken wir zum Beispiel an den Mercosur-Raum in Südamerika. Wenn du dort den Pass eines Landes hast, kannst du dann in ganz vielen anderen Ländern Südamerikas auch leben. Wie funktioniert das aber eigentlich konkret, eine solche zweite Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung zu erlangen? Wir reden ja viel davon auf diesem Kanal, aber was ist eigentlich so der ganz konkrete Prozess, die ganz konkrete Timeline? Wie lange dauert das eigentlich? Mit was muss man sich hier beschäftigen? Das interessiert doch viele. Hier haben schon einige uns zu diesem Thema geschrieben. Und deswegen möchte ich dir das heute mal anhand eines ganz konkreten Beispieles hier erklären. Wir haben einen Mandanten, der hat die mexikanische Staatsbürgerschaft erworben und zwar eben durch Einbürgerung. Also das heißt, er hat ihr keine Staatsbürgerschaft gekauft. Viele wollen ja schlicht und ergreifend keine Staatsbürgerschaft kaufen, weil sie sich sagen, naja, der Preis ist ein bisschen zu hoch, ich kann mir das nicht leisten und dann will ich eigentlich auch keine Staatsbürgerschaft haben von irgend so einer Insel, sondern ich will eigentlich irgendwas haben, womit ich auch wirklich was anfangen kann. Und Mexiko ist ja doch ein wunderschönes Land, ein großes Land, ein wichtiges Land. Also eine solche Staatsbürgerschaft zu haben, das leuchtet eigentlich vielen ein. Das macht Sinn. Damit habe ich dann viele Vorteile. Der entsprechende Mandant übrigens ist ein Österreicher und ich habe vor kurzem mit ihm gesprochen und ich habe ihm hier Löcher in den Bauch gefragt zu dem Prozess, wie er das genau gemacht hat. Wir haben ihn übrigens bei diesem Prozess nur in sehr geringem Umfang hier begleitet, weil wir ihn eben erst seit einigen Jahren kennen. Er hat aber tatsächlich hier mit der Vorbereitung schon 2017 begonnen. Richtig, 2017. Und 2024 hat er dann tatsächlich hier seinen mexikanischen Pass in der Hand gehalten. Also ein langer Zeitraum, 7 Jahre insgesamt hat das gedauert. Aber so ist es eben vielfach und dir sollte dieser lange Zeitraum hier keine Angst machen. Wenn man einen Plan hat, dann braucht es eben auch eine gewisse Zeit, bis man diesen umsetzt. Es ist wichtig, dass man hier realistische Erwartungen hat. Und wie gesagt, wenn es ganz schnell gehen soll, dann ist natürlich Citizenship by Investment immer eine Möglichkeit. Aber es macht doch Sinn zu verstehen, dass man den Dingen manchmal Zeit geben muss, ganz klar. Und man kann hier nicht bei allem stressen. Ja, manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit. Und da muss man eben dann auch entsprechend das Leben danach ausrichten. Ja, und wenn das nicht geht, dann ist es doch schwierig, eine solche Strategie umzusetzen. Also bei dem Weg, den ich jetzt vorstellen werde, den der Mandant gegangen ist, da gab es nicht irgendwelche Abkürzungen, nicht irgendwelche Hacks. Man redet ja heute gerne von allen möglichen Hacks, sondern der hat es auf seine Weise gemacht. Manches hätte man auch schneller machen können, ja, aber ich sage ja, wie das Leben so spielt. Es gibt immer mal Dinge, die dann hier wichtige Prozesse hinauszögern. Vielleicht gibt es eine Krankheit oder einen Todesfall in der Familie oder einen Pflegefall in der Familie, was auch immer, wie das Leben so spielt, ja. Aber schauen wir uns nun den Prozess einmal an. Also wie gesagt, der Mandant ist Österreicher. Er hat 2017 konkret angefangen, hier sich mit diesem Thema zu befassen. Er hat dann Österreich verlassen. Er hat dann einen Berater gehabt, der sehr gut war, der ihn diesbezüglich beraten hat. Er hat zunächst mal eine Firmenstruktur aufgesetzt. Damals war das eine Hongkong-Gesellschaft. 2017 war Hongkong sicherlich noch ganz gut, würde man heute vielleicht nicht mehr machen. Er hat dann Konten in Singapur und Georgien eröffnet. Beides machen wir auch für Mandanten. Und sein Ziel war von Anfang an, eine Aufenthaltsgenehmigung in einem anderen Land zu erwerben und eben auch die Staatsbürgerschaft. Und die Wahl fiel dann auf Mexiko. Mexiko zunächst mal ist natürlich ein tolles Land. Wenn du Mexiko nur als ein Land siehst, hier was vom Drogenhandel zerrissen ist und vom Drogenhandel hier dominiert bzw. zerstört ist, dann muss ich dich eines Besseren belehren. Mexiko ist eines der beliebtesten Auswanderungsländer. In den einschlägigen Umfragen unter Auswanderern sogar immer eigentlich das beliebteste Auswanderungsland unter Auswanderern. Wunderschöne Natur, wunderbares Essen, wunderbare Leute und natürlich auch ziemlich preisgünstig noch in vielen Regionen. Sicherlich regional gibt es tatsächlich ein Sicherheitsproblem. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, hier ist natürlich wichtig, dass du dich hier
genau orientierst. Aber Mexiko ist groß und in der Realität kann man sich davor schützen. Der erste Weg hier ist letztlich, die mexikanische Aufenthaltsbewilligung zu erhalten. Das ist sehr interessant, wie das in Mexiko funktioniert. Dort kannst du entweder eine temporäre Aufenthaltsbedingung erhalten oder auch schon gleich eine permanente Aufenthaltsgenehmigung, also eine Daueraufenthaltsgenehmigung. Und das alleine darüber, dass du Vermögen nachweisen kannst. Also wenn du Vermögen in der Bank hast, hier für die permanente Aufenthaltsbewilligung, für die Daueraufenthaltsbewilligung, müssen es nur in Anführungszeichen 300.000 US-Dollar sein, umgerechnet. Die können natürlich auch angelegt sein hier in einem Aktiendepot. Und tatsächlich haben das ja viele, muss man ganz klar sagen. Dann qualifizierst du dich hier für die Daueraufenthaltsgenehmigung in Mexiko. Du musst dafür nicht in Mexiko leben. Du kannst das Ganze außerhalb Mexikos beantragen. Es ist auch möglich, hier ein monatliches Einkommen nachzuweisen. Das sind aber dann schon 7.000, 8.000 US-Dollar, die du hier nachweisen musst. Das muss in irgendeiner Weise passiv sein, also entweder eine Rente, Lebensversicherung, Dividenden oder irgendwie sowas. Und wenn du geringere Beträge hast, dann kannst du ja die temporäre Aufenthaltsbewilligung bekommen. Aber wie gesagt, wichtig, das Ganze funktioniert von außerhalb Mexikos. Der Mandant hatte damals noch nicht das Vermögen, um hier eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Er hat also die temporäre Aufenthaltsbewilligung bei der Botschaft beantragt, hat diese auch bekommen. Und dann bekommt man ein sogenanntes Visa de Residencia Temporal. Das ist also ein Visa, was zum temporären Aufenthalt in Mexiko berechtigt. Aber eben nicht als Tourist, sondern als der Inhaber dieser temporären Aufenthaltsgenehmigung. Er ist dann nach Mexiko eingereist. Da gibt es jetzt keinen besonderen Zeitdruck. Er ist nach Mexiko eingereist und dann hat man ab der Einreise 30 Tage Zeit, dort zur Behörde zu gehen und dann letztlich hier dieses Visum einzutauschen gegen einen solchen Ausländerausweis. Also im Grunde genommen ein Personalausweis für Ausländer, eine Tarjeta de Residencia Temporal, wie man so schön auf Spanisch sagt. So, aber was brauchst du jetzt wirklich hier, um dann diese Karte zu erhalten, um diesen Ausländerausweis? Also, wir erinnern uns, du hast dieses Visum, damit kannst du nach Mexiko einreisen, dann hast du 30 Tage Zeit nach Einreise, dir diesen Ausländerausweis zu besorgen. Unser Anwalt in Mexiko, mit dem wir zusammenarbeiten, der bereitet dann alles für dich vor. Wir raten allen Mandanten zu diesem Zeitpunkt dann schon ein Apartment in Mexiko zu mieten, dann auch dort eine Utility-Bill zu haben. Das ist natürlich dann auch gut für Banken. Auch muss man sagen, dass danach dann vielfach bei der Behörde in Mexiko gefragt wird, wenn auch nicht immer. Das muss man ganz klar so sagen. Der Mandant, der nicht bei unserem Anwalt war, aber der Mandant ist dann eben mit seinem Mietvertrag, mit seiner Utility Bill und auch mit dem Antrag zur Behörde gegangen. In Mexiko hat das dort eingereicht und er hatte dann seinen Ausländerausweis, seine Karte innerhalb von 3 Wochen. Die Karte wird zunächst mal nur für 1 Jahr ausgestellt. Du hast dann keine Anwesenheitspflicht. Du kannst dann im Grunde genommen Mexiko wieder verlassen. Unser Mandant hat dort die Wohnung behalten, denn er hat natürlich die Adresse dann auch gegenüber Banken hier kommuniziert. Er wollte ja letztlich einen Plan B Wohnsitz haben außerhalb der EU, den er dann auch verwenden konnte eben für Bankkonten und so weiter. 1 Jahr später, nämlich 2018, ist er nach Mexiko zurückgekehrt und hat dann die Karte hier verlängert, beziehungsweise hat sich eine neue Karte besorgt. Diese ist dann gültig für 3 Jahre. Nachdem du die Temporary Residence oder die temporäre Aufenthaltsgenehmigung für 4 Jahre hattest, kannst du dann die Daueraufenthaltsgenehmigung in Mexiko beantragen. Das hat unser Mandant dann auch gemacht. Das war 2021. Ist dann einfach mit seiner Temporary Residence Card zur lokalen Ausländerbehörde gegangen und hat sofort hier die Daueraufenthaltsgenehmigung bekommen, ohne Wartezeit, ohne hier große Anträge ausfüllen zu müssen, einfach aufgrund der Tatsache, dass er 4 Jahre Temporary Resident war. Wie ich vorhin gesagt habe, kannst du auch ohne weiteres sofort hier die Permanent Residency erhalten. Dazu ist es nur notwendig, dass du eben genug Vermögen hast, beziehungsweise ein Einkommen hast, damit du hier dich für diese Permanent Residency qualifizierst. So, jetzt wurde es dann tatsächlich ernst für unsere Mandanten, denn nun wollte er daran gehen, hier die mexikanische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Dafür musst du insgesamt 5 Jahre Resident sein, temporär oder mit Daueraufenthaltsgenehmigung, aber noch wichtiger, in den 2 Jahren vor deinem Antrag
darfst du also nicht mehr als 180 Tage außerhalb des Landes gewesen sein. Außerdem musst du in der Lage sein, hier Spanisch zu sprechen. Du musst einen Spanisch-Test machen und du musst einen Test machen zur mexikanischen Kultur und Geschichte. Das sind 10 Multiple-Choice-Fragen, eigentlich ziemlich easy. Und natürlich, dann gibt es ein paar andere Bedingungen hier, polizeiliches Führungszeugnis und so weiter und so fort. Also, das heißt, unser Mandant hat sich zu dem Zeitpunkt dann entschieden, hier wirklich nach Mexiko zu ziehen. Wirklich in Mexiko dann zu leben für 2 Jahre, damit er sich hier für die Staatsbürgerschaft qualifiziert. Ich hatte es vorhin schon gesagt, es gibt nicht immer Hacks. Unser Mann hat wirklich dort gelebt. Der hat es nicht so getan, als ob er da lebt. Er hat es nicht irgendjemand einfach eine Karte gegeben und gesagt, jetzt gib mal einfach da was für mich aus, sondern er hat wirklich dann dort in Mexiko gelebt. Wie gesagt, es hat ihm gefallen. Es gibt ja durchaus in Mexiko interessante steuerliche Modelle. Also steuerlich muss sich das gar nicht negativ auswirken. Das war also ab 2021. Das heißt, in 2023 konnte er dann hier die mexikanische Staatsbürgerschaft tatsächlich beantragen. Er konnte den Sprachtest machen, er konnte diesen Kultur- und Geschichtstest machen. Und danach kannst du eigentlich Mexiko verlassen. Danach musst du nicht mehr dort leben. Ziemlich genau 1 Jahr später, nämlich 2024, hielt er dann seine Einbürgerungsurkunde in der Hand und konnte dann damit seinen Personalausweis beschaffen und auch seinen mexikanischen Pass. Das konnte er wiederum bei der Botschaft beantragen. Er hat es allerdings in Mexiko gemacht. Und seitdem hat er also diesen mexikanischen Pass. Er hat diesen mexikanischen Pass jetzt sehr intensiv benutzt in den letzten 12 Monaten. Er hat ihn sogar mehr benutzt als seinen österreichischen Pass. Und jetzt komme ich natürlich zu einem ganz kritischen Punkt. Du weißt ja, dass Österreich hier keine doppelte Staatsbürgerschaft erlaubt. Also unser Mandant hat sich trotzdem dafür entschieden, hier diese Staatsbürgerschaft zu beantragen. Ich möchte es jetzt weder gutheißen, noch möchte ich dir raten, das Gleiche zu tun. Wenn das in Österreich rauskommen würde, dann wäre natürlich hier seine Staatsbürgerschaft in Österreich, würde dann auf dem Spiel stehen, das ist ganz klar. Ja. Also das ist eine Entscheidung, die manche Mandanten treffen. Wir hatten auch einige deutsche Mandanten, die diese Entscheidung getroffen haben, bevor in Deutschland hier das neue Staatsbürgerschaftsrecht eingeführt wurde 2024. Ich habe dazu keine Meinung, das muss jeder tatsächlich selbst wissen. Lass sich halt auf keinen Fall in Österreich erwischen mit den 2 Pässen, das wäre fatal. Ja. Aber da gibt es ja keine Meldung von Mexiko nach Österreich. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass es rauskommt, ist natürlich relativ gering. Aber wie gesagt, unser Mandant hatte kein Problem damit, den Pass in Europa einzureisen und natürlich auch in Lateinamerika viel zu reisen. Man muss sagen, dass der mexikanische Pass auch Nachteile hat, denn du kannst also, nachdem du den mexikanischen Pass beantragt hast, keine weiteren zweiten Staatsbürgerschaften beantragen. Aber das hätte ja schon nicht nach der ersten dürfen. Also ich weiß nicht, wie ernst er das jetzt hier nehmen wird. Da hat jeder seine eigenen Prioritäten. So, und damit wären wir am Ende angelangt. Du kannst also sehen, es ist ein relativ langer Prozess. Man braucht auch Geduld wirklich dafür. Und das ist etwas, das eben viele unterschätzen. Also man kann diese Dinge hier nicht einfach so vom Zaun brechen. Das ist schon etwas, das wirklich gute Vorbereitung braucht und eben auch erfordert, dass man sein Leben entsprechend darauf einstellt. Wichtig ist, dass man eine Strategie hat, die umsetzt, an der arbeitet. Hier würde ich an deiner Stelle langfristig denken und nicht kurzfristig. Wenn man wirklich kurzfristig eine Staatsbürgerschaft braucht, dann kann man natürlich immer Citizenship by Investment wählen. Aber realistischerweise brauchen auch diese heutzutage ja 12 bis 15 Monate. Wir können dir mit beiden helfen. Beide haben Vorteile und Nachteile. Aber es ist komplett realistisch, hier für dich die Staatsbürgerschaft in Mexiko oder auch einem anderen lateinamerikanischen Land zu beantragen, wie ich es dir in diesem Video geschildert habe. Wenn das Dinge sind, die auch dich interessieren, wenn auch du über eine zweite Staatsbürgerschaft nachdenkst, zum Beispiel Mexiko oder ein anderes Land, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu befassen. Auswanderung, Plan B, zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigung, Steueroptimierung im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.